Hallo Freunde der Gesundheit, ich hoffe es geht euch gut. In diesem Video möchte ich über das Thema Essstörung sprechen. Das Thema Essstörung ist ein sehr breites Thema und ich kann nur auf einige Themen hier eingehen. Bevor ich weitermache, möchte ich euch bitten, mich in diesem YouTube-Kanal zu abonnieren, mir zu folgen und auch in anderen Social Medias, dass ihr mir folgt und mich liked. Das wäre super von euch. Unter diesem Video könnt ihr auch Verbesserungsvorschläge machen, Kommentare abgeben oder Themen vorschlagen, die für euch interessant wären für die nächsten Male. In diesem Video, wie gesagt, geht es um das Thema Essstörungen. Wir fangen an mit der Anorexia nervosa, mit der Magersucht. In der Magersucht geht es darum, den Körper zu beherrschen, zu kontrollieren. Man hat bei dieser Erkrankungsform ein Missverhältnis zwischen Körper und der Seele. Ja? Man sieht sich als dick an, obwohl nur noch bestehend aus Haut und Knochen. Manchmal wiegen die Patienten unter 30 Kilo und müssen dann notfallmäßig stationär behandelt werden und aufgepäppelt werden. Ja? Man möchte sein Essverhalten kontrollieren. Das ist wahrscheinlich das Einzige, was diese Menschen noch kontrollieren können. Alles andere können sie ja nicht kontrollieren. Bei der Erkrankung der Bulimie handelt es sich um eine Essbrechsucht. Ja? Das heißt, man belohnt sich durch das viele Essen und man bestraft sich wieder durch das Erbrechen. Ja? Das ist sozusagen ein Sadomaso-Spiel, bestrafen und belohnen. Ja? Und das kann natürlich auch unkontrolliert verlaufen und ist auch sehr schlecht für den Körper, weil man natürlich durch das Erbrechen, man bringt die Säure pH 2 in die Speiseröhre bis nach oben. Man hat Sodbrennen, man verätzt die Speiseröhre, man hat Mundgeruch und auch die Zähne verfärben sich durch den pH-Wert, durch den säurehaltigen pH-Wert sozusagen gelblich. Das sind eine der wenigen Konsequenzen, die da entstehen können. Es gibt noch die andere Verlaufsform, die sogenannte Binge-Eating-Form. Und zwar geht es darum, um unkontrollierte Fressattacken. Ja? Die Patienten fressen alles in sich hinein, was sie finden. Und das läuft unkontrolliert ab und führt natürlich langfristig zur Gewichtszunahme. Nun kommen wir zu den Konsequenzen. Die Konsequenzen von diesen Essstörungen können sein Gewichtszunahme, Gewichtsabnahme, psychosomatische Erkrankungen wie zum Beispiel Konzentration, Schlafstörungen, schwere Depression, Aggression oder auch körperliche Veränderungen. Wie ich schon vorhin gesagt habe, Gastritis, also Magenentzündungen, Darmerkrankungen, auch Migräne, Schlaf-, Konzentrationsstörungen und andere, zum Beispiel auch Tachykardie, das heißt schneller Herzschlag oder langfristig auch zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Was sind die Ursachen? Ursachen können sein, zum Beispiel biologische Ursachen, genetische Formen. Ja, das heißt, dass der Patient oder die Patientin, wenn man zurückgeht in die Familiengeschichte, auch ähnliche Verlaufsformen schon stattgefunden haben. Andere Möglichkeiten sind zum Beispiel individuelle Ursachen, zum Beispiel, dass man sein Leben kontrollieren will, dass man sich belohnen will, Stress abbauen will. Und wenn man weiterhin zurückgeht, kann man vielleicht auch sogar einen sexuellen Missbrauch finden, der dahinter steckt. Oder die sehr dominante Mutter, die alles kontrollieren wollte. Auch Ehen, also zum Beispiel Scheidungen. Scheidungskinder haben auch oft Essstörungen, gescheiterte Ehen und andere familiäre Traumata, die man erlebt hat. Natürlich ein wichtiger Bereich spielen die Social Media. Die Social Media spielen einen sehr wichtigen Bereich, beziehungsweise spielen ein schweres Gewicht. Und zwar durch den Druck der Social Media kommt es immer mehr zu Essstörungen. Zum Beispiel in der ganzen Modelbranche leiden fast alle Mädchen an Bulimie oder Anorexia nervosa, um diesem Leitbild gerecht zu werden, was natürlich nicht natürlich ist, so schlank zu sein. Der Mensch isst gerne, der Mensch lebt gerne und natürlich solange alles in Maßen und Gleichgewicht ist, in der Balance, ist es gesund. Sowohl die eine Extremform, zu dünn, als auch zu dick, Adipositas, ist beides sehr schlecht für den Menschen. Wie immer, auch hier gilt es, das Mittelmaß zu finden. Ja? Welche Therapieform gibt es? Da ist natürlich ganz wichtig die Psychotherapie, weil meistens liegen dahinter psychosomatische Traumata, familiäre Traumata, persönliche Traumata, die müssen behandelt werden. Und auch hier sollte die Familie einbezogen werden. Ja, da gibt es verschiedene Verlaufsformen, verschiedene Möglichkeiten. Es gibt die ambulante, die stationäre Therapie. Ist es eine akute Verlaufsform, gibt es nur die
stationäre Verlaufsform. Später dann gefolgt mit einer langjährigen oder langwierigen psychotherapeutischen Therapie. Ich hoffe, ich konnte euch einigen Licht ins Dunkel reinbringen bei diesem Thema. Dieses Thema ist sehr, man kann noch stundenlang darüber reden, aber ich wollte euch nur einen Einblick geben und ich werde wahrscheinlich in anderen Videos auf die einzelnen Verlaufsformen nochmal tiefer eingehen, vor allem auf die Adipositas der Fresssucht bzw. der Fettsucht. Ja? Und zwar gibt es, wie gesagt, sehr viel darüber zu reden. Es gibt auch Telefonnummern, es gibt verschiedene Hotlines, die sich damit auseinandersetzen. Sprecht den Arzt eures Vertrauens an und und wie gesagt, die Therapeuten sind dafür zuständig, die Ärzte, und manchmal fängt es ganz gut an, wenn man erstmal mit einem guten Freund oder mit einem Familienmitglied darüber spricht, ja, um die Türe zu öffnen, um sozusagen das Eis zum Schmelzen zu bringen für die Therapieform, was sehr schwierig ist. Und je länger die Patienten darunter leiden, desto länger dauert auch die Therapie. Wie gesagt, ein sehr ernstzunehmendes Thema. Nicht selten sterben auch die Patienten daran, weil der Körper einfach nicht mehr mitmachen kann, weil er jahrelang